Ja, jetzt geht's ganz woanders hin, ganz hoch hinaus in den Himalaya. Dort beginnt nämlich gerade die Hochsaison. Hunderte mutige Bergsteiger machen sich auf den Weg in Richtung Gipfel. Aber natürlich nicht allein. Die Sherpas, die tibetischen Bergführer, machen so einen Aufstieg erst möglich. Sherpas sind extrem ausdauernd, tragen schweres Gepäck. Ohne sie läuft keine Expedition. Gelje Sherpa ist so ein bekannter Bergführer. Er war auf Dutzende Male auf diesen 8000er-Gipfeln. Und das Besondere, er hat ein Stück Technik hier von uns aus dem Rheinland dabei. Er trägt eine Uhr aus Meerbusch, die selbst in der dünnen Luft da oben präzise tickt. Und Glück soll sie auch noch bringen. Now time is 5 to 6. Hier in der Todeszone auf dem Shoryo, dem sechsthöchsten Berg der Erde, zählt jede Sekunde. Aber nicht nur die Zeit ist entscheidend, auch Gefahren sollen möglichst fern bleiben. Dabei will Martin Klocke aus Meerbusch mit seinen Uhren helfen. Den Sherpa Watches, die gab es schon mal in den 1960ern. Er produziert sie jetzt wieder und hat die Uhren um ein Feature erweitert, das auch in tibetischen Gebetsmühlen steckt. Die Sherpas, genau wie die Tibeter, sprechen oft Mantras, um den Geist zu beruhigen, um allen Wesen alles Gute zu wünschen. Oder man kann es eben aufschreiben und rotieren lassen. Und das hat dieselbe Funktion, diese Schwingung in die Welt zu bringen. Und bei den Gebetsmühlen ist es so, da steht meistens drauf. Und auch drinnen ist eine Rolle mit ganz vielen Mantras drin eingerollt, sodass, wenn man die dreht, möglichst viele Mantras gleichzeitig dreht. Dieses Prinzip hat er auf seine Uhren übertragen. Auf 2 Zahnrädern im Innern steht das Mantra Om Mani Padme Hum, soll gegen Angst und Leid wirken. Aber das musste auf die Ränder der Zahnrädchen erstmal drauf. Der Platz dafür kaum größer als ein Sandkorn. Um sie später mit einem Laser gravieren zu können, musste der Maschinenbauingenieur erstmal die tibetischen Schriftzeichen vereinfachen. Die ersten Versuche, die wir gemacht haben, die sahen halt aus wie eine Tätowierung nach 50 Jahren Mallorca. Das heißt, also wir hatten zwar dieses Mantra auf den Rädchen drauf, das sah aber kaum lesbar aus. Zusammen mit seinem Freund Frank Lipko hat er viel experimentiert. Normalerweise werden hier in Solingen Werkzeuge, Autoteile oder Messersätze mit einer Lasergravur bearbeitet. Als Martin Klocke mit der Idee kam, Zahnräder einer Uhr zu gravieren, war Frank Lipko aber sofort begeistert. Der erste Gedanke war auch endlich mal was anderes, was aus der Industrie raus ist. Von daher, das war dann schon ganz schön. Und dann haben wir uns mal angeguckt, um welche Größe es geht. Um Hundertstel Millimeter nämlich. Noch kleiner ist nur der feine Laserpunkt. Kaum zu erkennen, graviert er das Mantra auf die Flanken der Zahnrädchen. Ohne Mikroskop geht hier nichts. Obwohl sie pro Jahr etwa 100 Uhren produzieren, die Zahnradgravur ist immer eine Herausforderung. Am Ende muss alles perfekt sein, sagt Martin Klocke, der selber praktizierender Buddhist ist. Aber bei diesem Versuch sind die Schriftzeichen verwaschen. In der buddhistischen Sicht kann man jetzt keine vermurksten Zeichen da drauf machen. Ne? Das ist nicht so gut. Dann muss man das schon richtig machen. Und da haben wir so ein bisschen noch ein paar Probleme. Wenn es klappt, sieht es so aus. Auf den winzigen Zahnrädchen dreht sich das Mantra mehr als 30 Millionen Mal im Jahr und sendet gute Energie aus. Die Uhren selbst werden komplett in Europa gefertigt und zusammengesetzt. Den letzten Schliff bekommen sie von Martin Klocke persönlich in Meerbusch. Hier setzt er die ebenfalls winzigen Kronen zusammen. Manchmal verlässt auch ihn dabei die Kontenance. Da kann man auch schon mal fluchen. Schon irgendwie ab und zu macht man das, ja. Man muss sich selber viele Fehler vergeben. Eine Uhr kostet etwa 6.000 € und mit einem Teil der Einnahmen unterstützt Martin Klocke 2 Projekte in Tibet und gibt den Menschen dort so etwas zurück. Genau das wollte er. Und die Sherpas haben nicht nur eine zuverlässige Uhr, sondern auch ein Stück spirituellen Schutz auf dem Weg zu den Gipfeln der 8000er.